Wie gut ist die Barclaycard Visa Kreditkarte? Ist sie wirklich kostenlos? Welche Vorteile bietet sie? Und wie sehen die Nachteile aus? Zu welchen Konditionen ist sie erhältlich? Und was solltest du bei der Nutzung unbedingt beachten? Antworten auf diese und weitere Fragen findest du in diesem Video. Die Barclaycard Visa Kreditkarte ist Nachfolgerin der New Visa und kommt mit verbesserten Konditionen. Sie kann mit dem eigenen Girokonto genutzt werden. Du brauchst also kein neues Konto abschließen. Außerdem ist sie kostenlos. Das heißt, sie kommt ohne Jahresgebühr aus. Mit dem Feature Später zahlen eröffnen sich Möglichkeiten zum Ratenkauf mit der Kreditkarte. Wenn dir das Video gefällt, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Zehn Vorteile der Barclaycard Visa Kreditkarte. Erstens, du zahlst keine Jahresgebühren. Die Barclaycard Visa Karte ist frei von Jahresgebühren und das dauerhaft. Auch Partnerkarten, zum Beispiel für Familienangehörige, kosten keinen Cent und können optional dazu bestellt werden. Du kannst maximal 3 kostenlose Partnerkarten ausstellen lassen. Beim Wettbewerb liegt die maximale Anzahl in der Regel bei einer weiteren Karte. Zweitens, du bekommst bis zu 8 Wochen zinsfreien Kredit. Deine Umsätze werden immer erst bis zu 8 Wochen später zur Rückzahlung fällig. Wenn du deine Abrechnungen innerhalb der Fristen komplett bezahlst und nicht die Teilzahlfunktion nutzt, bleibt der Kredit zinsfrei. So kannst du mit der Barclaycard Kreditkarte, wenn nötig, teure Dispozinsen bei deiner Bank vermeiden. Drittens, du erhältst 50 € Startguthaben geschenkt. Für Neukunden winkt ein Startguthaben. 50 € werden im Kreditkartenkonto etwa 8 Wochen nach dem erstmaligen Einsatz der Kreditkarte gutgeschrieben. Dafür musst du sie innerhalb der ersten 4 Wochen nach Erhalt zum Bezahlen nutzen. Viertens, du musst kein neues Konto abschließen. Ein weiterer Vorteil ist die Nutzung mit dem eigenen Girokonto. Es muss kein separates Girokonto beim Anbieter eröffnet werden oder bestehen. Mit deinem aktuellen Girokonto kannst du offene Beträge aus Kreditkartenabrechnungen ganz einfach per Überweisung oder noch bequemer per Lastschrift über die Barclaycard App bezahlen. Fünftens, du kannst weltweit kostenlos Geld abheben. Mit der Barclaycard Visa Kreditkarte kannst du in Deutschland sowie im weltweiten Ausland an allen Automaten mit Visazeichen kostenlos Bargeld abheben. Es fallen keine Fremdwährungsgebühren oder Auslandseinsatzgebühren an. Beachte aber, dass einige Geldautomatenbetreiber unabhängig davon eigene Gebühren für die Abhebung berechnen können. Barclaycard hat keinen Einfluss auf eventuelle Fremdgebühren. Sie werden daher auch nicht erstattet. Automatenbetreiber müssen diese Gebühren jedoch vorab ausweisen, sodass du immer wählen kannst. Nachdem auch die Santander Bank die Rückerstattung von Fremdgebühren abgeschafft hat, gibt es derzeit in Deutschland keinen Anbieter mehr, der dies bietet. Noch ein Tipp: Geldautomaten außerhalb der Eurozone bieten häufig die Wahl zwischen Abrechnung in Landeswährung oder in Euro. Wähle hier immer die Landeswährung, da sonst der Automatenbetreiber den Umrechnungskurs festlegt und der ist immer schlechter als der Kurs des Kreditkartenunternehmens. Sechstens, du kannst weltweit kostenlos bezahlen. In über 200 Ländern und an mehr als 46 Millionen Akzeptanzstellen sind bargeldlose Zahlungen mit der Barclaycard Visa Karte für dich ebenfalls kostenfrei. So fallen auch hier, wie beim Geldabheben, weder Fremdwährungsgebühren noch ein Auslandseinsatz Entgelt an. Siebtens, du kannst ganz einfach kontaktlos bezahlen. Beträge bis 50 € sind direkt kontaktlos bezahlbar. Einfach Karte vor das Lesegerät halten und die Zahlung wird ohne PIN oder Unterschrift abgeschlossen. Achtens, zahlen mit jedem aktuellen Smartphone. Für Beträge, die du mobil und kontaktlos zahlen willst, stehen sowohl Apple Pay als auch Google Pay zur Verfügung. Damit spielt es keine Rolle, ob du ein Android-Smartphone oder ein iPhone hast. Hier sind auch höhere Beträge als 50 € möglich. Neuntens, du bekommst ein nützliches Sicherheitspaket. Vorteilhaft ist auch die 24-Stunden-Notfall-Hotline, die Schutz bei Kartenmissbrauch bietet. Zudem gibt es bis zu 500 € Notfallbargeld, damit du bei Problemen nicht ohne Geld dastehst. Barclays beugt zusätzlich mit einer sicheren Kundenauthentifizierung bei Online-Zahlungen Kartenmissbrauch vor. Zehntens, praktische App für perfekte Kontrolle. Die Barclaycard App bietet dir eine Menge Features. Du kannst jederzeit deine Umsätze oder Rückzahlungen einsehen und prüfen, Rechnungen einfach mit der Handykamera scannen und im nächsten Schritt bezahlen oder Geld auf das eigene oder ein fremdes Konto überweisen. Die wichtigste Funktion der App ist jedoch die Rückzahlungswahl.
Hier kannst du bequem entscheiden, welche der 3 Rückzahlungsoptionen, die Unterschiede erklären wir gleich, du wählen möchtest. Wenn du die zinsfreie Kreditmöglichkeit nutzt, kannst du in der App einfach die Lastschrift antossen und brauchst den offenen Betrag nicht umständlich überweisen. Besonders ins Auge fallen die Rückzahlungsmodalitäten für die monatlichen Kreditkartenumsätze. Hier hast du generell 8 Wochen zum Ausgleich der offenen Beträge Zeit. Innerhalb dieses Zeitraums kannst du dich entscheiden, ob du die fälligen Beträge in einer Summe, in flexiblen Teilbeträgen oder auch in festen Raten zahlen willst. Für Teilzahlungen und Ratenkäufe fallen allerdings Zinsen an. Einzelne Umsätze, Überweisungen und Rechnungen, die mehr als 95 € betragen, lassen sich auch direkt in einem Ratenkauf mit günstigerem Sollzins umwandeln. Hier kannst du Ratenhöhe und Laufzeit bestimmen. 4 Nachteile der Barclaycard Visa Kreditkarte. Neben den vielen Vorteilen gibt es natürlich auch hier Nachteile, die wir dir nicht vorenthalten wollen. Erstens: Das Startguthaben erhältst du nur, wenn du Neukunde bei Barclaycard bist und die Karte innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt einsetzt. Zweitens: Die Zinsen bei der Teilzahlungsfunktion sind sehr hoch. Die Inanspruchnahme von Teilzahlungen kostet richtig Geld. Hier beträgt der variable Sollzins satte 16,99% per annum. Der effektive Jahreszins liegt sogar bei 18,38% per annum, was einem sehr teuren Dispo-Kredit gleichkommt. Einige Einstellungen wie Teilzahlungen können voreingestellt sein. Daher solltest du nach der Kontoeröffnung sorgfältig die Rückzahlungsmodalitäten prüfen und deine Präferenzen einstellen. Wähle immer Rückzahlungen in einem Betrag, sodass du deinen Kreditrahmen zinsfrei nutzen kannst. Drittens: Der zinsfreie Ratenkauf ist eingeschränkt. Der Ratenkauf bleibt nur für Ausgaben unter 500 € und bei einer Laufzeit von 3 Monaten zinsfrei. Beträge darüber oder andere Laufzeiten werden mit einem individuellen Zinssatz belastet, der von deinen persönlichen Voraussetzungen, zum Beispiel deiner Bonität, abhängig ist. Viertens: Es gibt einen Mindestbetrag für Geldabhebungen. Wie oft bei Kreditkarten, die kostenlose Bargeldabhebungen bieten, gibt es auch hier einen Mindestbetrag von 50 €. Dies gilt natürlich nur für Abhebungen am Geldautomaten. Bei Kartenzahlungen gibt es keinen Mindestbetrag. Einen Link zur Barclaycard Kreditkarte mit 50 € Startguthaben findest du unten in der Beschreibung. Die Vor- und Nachteile noch einmal kurz zusammengefasst. Die Vorteile: Es fallen keine Jahresgebühren an. Zinsfreier Kredit bis zu 8 Wochen, 50 € Startguthaben, bestehendes Girokonto nutzbar, weltweit kostenlos Geld abheben, weltweit kostenlos bezahlen, kontaktlos bezahlen, Google Pay und Apple Pay nutzbar, 500 € Notfallbargeld über 24-Stunden-Hotline und Kontrolle durch App. Die Nachteile: Bestehende Kunden erhalten kein Startguthaben, hohe Zinsen bei der Teilzahlungsfunktion, zinsfreier Ratenkauf beschränkt und 50 € Mindestabhebebetrag. Lohnt sich die Barclaycard Kreditkarte? Wir finden ja. Da die Barclaycard Visa Kreditkarte dauerhaft frei von Jahresgebühren ist und mit dem eigenen Girokonto verbunden werden kann, bietet sie eine große Ersparnis und Flexibilität für dich als Kunden. Noch mehr sparen kannst du durch weltweite kostenfreie Bargeldabhebungen und bargeldlose Zahlungen. Dadurch ist die Karte ideal als Reisekreditkarte. Wer seine offenen Beträge mit der Einmalzahlung zurückzahlt, ist mit dieser Karte bestens bedient und kann dank der Zinsfreiheit kurzfristige finanzielle Engpässe überbrücken. Nur bei Teilzahlungen und Ratenkauf ist Achtsamkeit geboten, denn diese Rückzahlungsmöglichkeiten können richtig teuer werden. Alternativen zur Barclaycard Visa Kreditkarte. Unter den kostenlosen Kreditkarten gibt es nicht viele Alternativen mit diesem Leistungsumfang. Wenn du Kontoführungsgebühren für dein aktuelles Girokonto bezahlst, dann kann die Norisbank Kreditkarte eine Alternative zur Barclaycard sein. Auch diese erhältst du ohne Jahresgebühren kostenlos. Das zinsfreie Zahlungsziel beträgt hier maximal einen Monat, aber du brauchst dich nicht um die pünktliche Rückzahlung kümmern, da das dazugehörige Girokonto einmal im Monat zur Kreditkartenabrechnung belastet wird. In der Beschreibung findest du ein Video zur Norisbank Kreditkarte mit allen wichtigen Konditionen, den Vorteilen und Nachteilen, sowie ein weiteres mit einem Vergleich von 4 kostenlosen Kreditkarten. Wenn dir das Video gefallen und vielleicht bei der Entscheidung für die richtige Kreditkarte geholfen hat, dann gib ihm einen Daumen hoch. Wir versorgen dich auch gerne mit weiteren interessanten Videos zu unterschiedlichen Bankprodukten sowie Finanztipps, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Du vermisst ein ganz bestimmtes Geldthema oder hast noch Fragen? Schreib uns einfach in die Kommentare und wir kümmern uns darum. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.